Hallo und herzlich willkommen zurück zu Statistik. Dieses Mal geht es um die sogenannte geometrische Verteilung. Ähm, ja, was ist die geometrische Verteilung? Geometrische Verteilung ist eine weitere Verteilung von irgendwelchen Zufallsvariablen, die ich schon in den letzten Videos gezeigt habe. Und wenn ihr die noch nicht gesehen habt, würde ich die euch echt empfehlen, natürlich. Gleich mal an der Stelle. Ähm, ja, sie gibt sozusagen an, wie viel Pech ihr hattet. Weil halt ihr das unbedingt wissen wollt, wie viel Unglück euch doch im Leben widerfahren ist. Deswegen wird sie auch manchmal die negative Binomialverteilung genannt. Und falls ihr euch noch erinnert, bei der Binomialverteilung war es so, dass wir geguckt haben, wie viele Treffer wir hatten. Ja? Und diesmal gucken wir jetzt halt, wie viele Nieten haben wir bis zum sogenannten x-ten Treffer oder Kartentreffer. Ähm, es gibt wieder mal nur Treffer oder Niete, beziehungsweise Fail oder Success oder True und False. Wie ihr das auch immer nennen wollt, ist mir wurscht. Oder 0 und 1, ganz fancy. Ja, genau. Und da gibt es natürlich auch wieder Formeln dafür. Die versuche ich jetzt hier mal reinzupacken, wenn mich das Programm lässt. Das ist mal wieder ein f von k. Ähm, Brauche ich hier das da. R. Na, halt, wir hatten. Achso, wobei, ich brauche k. R plus k minus 1. Also, ich will, wie gesagt, die Anzahl der Nieten bis zum Treffer angeben. Ähm, Warum jetzt nicht n? Keine Ahnung, warum eigentlich nicht n? Hm, ist echt eine gute Frage. Böses Buch. Ja, diesmal habe ich mich an dem Buch orientiert. Wer hätte es gedacht? Ich kann lesen. Ähm, P hoch R mal 1 minus P. So, ich hoffe wirklich, dass euch das irgendwie bekannt vorkommt, was ich hier gerade hinschreibe. Falls nicht, solltet ihr dringend nochmal nachgucken, ähm, was ich in den anderen Videos gesagt habe. Denn das hier ist fast genau dieselbe Gleichung wie die von der Binomialverteilung. Ähm, also dieses P ist da die Wahrscheinlichkeit übrigens, dass es ein Treffer ist, beziehungsweise in unserem Fall. Nein, doch, stimmt. Ähm, also P gibt an, wie viel Success-Chance ich habe. Also zum Beispiel, dass ich jetzt mit meiner Münze Kopf wirf und die Münze ist halt gezickt, dann habe ich nur ein Drittel Chance, dass ich trifft. Dann wäre P jetzt ein Drittel und 1 minus P ist dann logischerweise 2 Drittel. Ja, genau. Und ich möchte jetzt haben, wie oft faile ich bis zum, keine Ahnung, fünften Treffer. Und das ist dann logischerweise durch diese Formel hier definiert. Also R wäre in dem Fall dann 5, weil wir ja 5 Treffer landen wollen. K habe ich auch schon gesagt, ähm, ist die Anzahl der Nieten, die vorne dran sind. Und was hatten wir noch? Ja, P, achso, ja doch, P, R und K. Genau, P, R und K. Also eigentlich ist es doof, dass ich die Funktion hier f von k genannt habe. Eigentlich sollte hier stehen P von äh, x gleich ähm, x gleich k. Wobei x eigentlich noch so einen Index r haben sollte, weil wir ja R-Nieten haben wollen vorher. So, also diese Funktion gibt mir die Wahrscheinlichkeit dafür an, dass nach meinem Erdentreffer genau k Nieten davor waren. So, ja, das ist diese sogenannte geometrische Verteilung oder negative Binomialverteilung. Jetzt in dem Zusammenhang möchte ich euch gleich noch erzählen von einem anderen Konzept. Und zwar kann es ja mal passieren, dass wir wissen wollen, was ist, wenn jetzt xr größer als k ist oder kleiner als k. Und das kann nämlich auch gut sein, dass wir das mal ausrechnen wollen. Deswegen hier an der Stelle. Das funktioniert für die anderen Verteilungen übrigens relativ ähnlich. X größer habe ich gesagt. Beziehungsweise xr muss es heißen. Da kopiere ich das hier gerade mal, das geht glaube ich schneller. Oder auch nicht. Jetzt. So, x größer das, x größer k heißt dann eigentlich, wir wollen
die Wahrscheinlichkeit davon haben, ähm, also wie wahrscheinlich ist es, dass bis zum ersten äh, Erfolg mehr als K Nieten passieren. Oder halt mehr als K mal das, was wir nicht wollen. Ähm, und das ist eigentlich genau dasselbe, wie wenn wir sagen, ähm, unter den ersten K plus R Versuchen habe ich bloß R minus 1 Treffer. Und das lässt sich dann wiederum ausrechnen, weil das kann man jetzt umschreiben als Summe, hier Summe, von i gleich 0 bis r minus 1 über über k plus r über i mal brauche ich das hier? Na, jetzt. Und hier muss natürlich dann r die Zählvariable sein. Komm schon. I und k plus r minus i. So, was das jetzt bedeutet, ist folgendes. Also wir rechnen aus die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Nieten, mehr als, ja, bis zum ersten Erfolg mehr als k Nieten haben. Also r ist hier unten, k ist da. Und deswegen summieren wir einfach alles auf, was wir bis zu dem Zeitpunkt haben. Also wir lassen quasi dieses k hier oben variieren, weil dafür, dass es größer als k ist, können wir auch ja, können wir alles bis dorthin haben. Also wir summieren hier quasi die Wahrscheinlichkeiten auf. Mehr machen wir eigentlich wirklich nicht. Und dann ergibt sich eben diese Wahrscheinlichkeit hier. So, analog kann man natürlich sagen, wenn wir hier die andere Richtung wollen, ich kopiere das gerade mal, dass ich einfach eine Formel habe. Na komm. Wenn wir hier haben kleiner gleich k, also xr kleiner gleich k, also die Anzahl an Nieten ist kleiner gleich so und so, dann kann man das ja einfach umschreiben, weil wir haben ja Wahrscheinlichkeiten und mit Wahrscheinlichkeiten lässt sich immer das Komplement relativ gut bilden, nämlich 1 minus und dann p von dem hier oben. Also dieses kleiner gleich müsst ihr dann halt beachten. Ihr müsst dann halt vielleicht k mal um 1 niedriger machen. Wenn jetzt hier zum Beispiel 5 steht, dann müsst ihr hier halt 1 minus ja, 6 machen. Ja, ähm, weil ihr hier halt ihr bildet quasi das Komplement, also die Wahrscheinlichkeit plus diese Wahrscheinlichkeit gibt 1 und das könnt ihr quasi überall reinmachen, weil die Wahrscheinlichkeit davon, dass x kleiner gleich k ist und größer als k ist, muss ja 1 sein, weil das sind alle Möglichkeiten, die ihr überhaupt habt und 1 sind 100% Trefferquote. Ja, ähm, so viel dazu. Und das war es eigentlich auch schon wieder zu der geometrischen Verteilung. Die sieht auch wieder ähnlich aus. Ich spare mir jetzt das Bild. Die sehen sich sowieso alle ziemlich ähnlich. Also wenn ihr da Werte haben wollt, dann rechnet ihr einfach hier für diese Formel da ein paar Werte aus. Gut, wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Ich würde mich natürlich wie immer über jegliche Kommentare freuen. Abos sowieso und Daumen hoch auch, natürlich. Ähm, und wenn ihr auch Videowünsche habt oder sowas oder irgendwas nicht richtig verstanden habt, dann schreibt mir das einfach rein. Dann mache ich da vielleicht nochmal ein Video dazu. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.